Wer an leichte, dynamische und ikonische Sportwagen aus England denkt, der denkt zweifelsohne auch an Lotus. Egal ob der Lotus Esprit aus den 70er Jahren oder die Definition von Fahrspaß, die Lotus Elise aus den 90er Jahren. Lotus hat eine grandiose Historie, die auch durch Erfolge in der Formel 1 mit Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna und viele weitere untermalt worden ist. Doch jetzt stehen wir hier im Spätsommer 2025 und Lotus ist nur mehr zum Teil britisch, denn die Eigentümer der Sportwagenschmiede sind die Chinesen. Das ist Geely, ein Riesenkonzern aus China, der sagt, dass Lotus immer noch echt gute Sportwagen baut. Und genau das ist der Titel des heutigen Videos. Was ist los bei Lotus? Wir sind hier. Ich darf heute alles fahren mit Lotus Badge, das heißt Lotus Eletre, Lotus Emea und, auf das freue ich mich ganz besonders, Lotus Emira, den vermutlich letzten echten Verbrenner aus China oder England. Aber dazu später mehr. Ich würde sagen, wir steigen gleich ein ins Thema und bleibt dran, das wird richtig, richtig cool. Und um eins gleich vorwegzunehmen, der Lotus Eletre hat für Schlagzeilen gesorgt. Denn auf den ersten Blick ist das hier das genaue Gegenteil von Lotus, wie man es kennt. Leichte kleine Sportwagen und das ist ein riesiges, schweres Elektro-SUV. Aber dennoch soll das hier eine absolute dynamische Benchmark sein. Warum ist das so? Hier steht es geschrieben, das Auto hat in dieser Variante als 900 Carbon Pack, das eine Leistung von 918 PS, ein Drehmoment von knapp 1000 Newtonmeter. Daraus resultiert eine Beschleunigung von 0 auf 100 in unter 3 Sekunden. Das ist 911 Turbo Territory. Dazu legt Lotus, wie sie uns gesagt haben, einen Riesenwert auf Dynamik und auch Aerodynamik. Wir haben hier Active Aero mit verstellbaren Öffnungen an der Vorderseite, Carbon Spoiler Lippe, um die Luft zu teilen, Air Curtains, die auch wirklich funktionieren an der Seite für bessere Aerodynamik und weniger Angriffsfläche, Kameras aus Carbon, keine Außenspiegel. Eine wirklich echt, wie soll ich sagen, arge, beeindruckende Dachlinie und hier auch ein Highlight, geteilte Spoiler hinten. Und natürlich zu guter Letzt ein Diffusor, um die Luftführung weiter zu optimieren. Und am Ende des Tages, wie ich finde, ein wahnsinnig gelungenes, aber auch mutiges Design. Hier seht ihr gleich ein kleines Gimmick, das ein Gruß aus der Zukunft ist. Das sind LiDAR-Sensoren. Die gibt es an der Front und am Heck. Und das Auto ist gerüstet für autonomes Fahren Level 3 und aufwärts. Aber mittlerweile sagt Lotus, ey, wir gehen einen Schritt zurück. Das wird ab jetzt eine Option, denn in Europa ist es illegal. Das heißt, wir müssen selber fahren, aber auch das soll Spaß machen und das machen wir heute noch. Aber bleiben wir noch ganz kurz beim Auto, so wie es hier steht. Wir haben 800 Volt Technologie, einen knapp 100 Kilowattstunden großen Akku und dementsprechend eine WLTP-Reichweite von bis zu 500 Kilometern. Ladegeschwindigkeiten von über 300 Kilowatt, also echt ordentlich. Und das heißt, das Auto kann Hightech. Hightech außen, aber eben auch Hightech innen. Und ich bin noch nie in einem neuen Lotus gesessen, also das ist meine wirkliche erste Reaktion. Was soll ich sagen? Echtes Alcantara überall, da merkt man die Connection zu Italien. Ein recht großes zentrales Display, was ein bisschen an BYD erinnert, aber dann doch nochmal schöner verarbeitet. Und Lotus sagt, das Auto ist für den Fahrer, for the driver und nicht um gefahren zu werden. Und das kommt hier zur Geltung. Das Display hinter dem Lenkrad ist wirklich absolut minimalistisch. Du hast hier Akkustand, Geschwindigkeit und Kilometeranzahl. Dann gibt es eben, wie schon gesagt, das Hauptdisplay für Steuerungen wie Klima, Navigation, Musik, you name it, ihr kennt es aus anderen Autos. Und dann gibt es eben, das sieht man hier ganz nett, die Außenspiegelkamera. Auch keine Weltneuheit, das gab es schon beim Audi Q8 e-tron.
ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig, aber wenn man sich einmal daran gewohnt hat, ist es einfach eine lässige Spielerei. Auch ganz cool, es gibt ein kleines Beifahrer-Display, wie ich finde immer recht unnötig, aber dennoch einfach cool. Und ich muss sagen, ja, das Auto ist schweineteuer. Wir reden hier über einen Einstiegspreis von knapp unter 100.000 Euro. Aber, großes Aber, ich muss sagen, auf den ersten Blick ist es wirklich was Besonderes. Mega fein gelöst. Hier zum Glück noch kleine Wippschalter für Temperatursteuerung. Ein lässiges Lenkrad. Ja, ich würde sagen, I'm ready to go. So, und jetzt fahren wir das Eletre SUV. Und ja, der hier ist weiß und das ist auch kein Carbon 900 Supersport, sondern der schwache mit normal Außenspiegeln und vermutlich sogar die bessere Wahl. Hier haben wir, wie auch beim starken Allradantrieb, hier haben wir 600 PS, wie beim Emea, den wir vorher gesehen haben. Und ich korrigiere mich, wir haben eine Akkukapazität von über 108 Kilowattstunden netto. Also ein riesen Akku und der wird auch gebraucht, denn bei einem Verbrauch von etwas über 25 Kilowattstunden auf 100 Kilometer kommt man eben jetzt so auf einen WLTP-Reichweitenwert von 570 Kilometer. Und das ist ganz ordentlich. Ganz kurz zum Auto an sich. 5,10 Meter lang, also ein SUV der absoluten Königsklasse, ein Kofferraumvolumen von 688 Litern, also das ist schon echt ordentlich, da geht einiges rein und das macht das SUV halt zu einem richtig starken Reisemobil und einen echt attraktiven Daily, aber jetzt endlich steigen wir ein und fahren. So, jetzt fokussieren wir uns wirklich auf die Hard Facts, wie das Auto fährt. Denn wenn Lotto schon davon spricht, dass sie for the drivers sein wollen, dass sie ein Auto bauen, das zum Fahren ist und Fahrspaß bietet, selbst bei dieser Länge und bei diesem Gewicht, dann muss das Ganze schon wirklich gut sein. Und ja, der erste Eindruck ist auch beim Fahren schon ziemlich gut. Die Übersicht ist echt hervorragend für ein Auto dieser Größe. Und ja, selbst hier mit nur 612 PS merkt man sofort, das Auto hat richtig Dampf. Was ich merke hier im Sportmodus ist das Fahrwerk echt hart. Also das muss man sich dreimal überlegen, ob man diesen Fahrmodus wählen möchte. Ja, die italienischen Straßen sind jetzt nicht bekannt dafür, dass sie seidenweich sind, aber dennoch merkt man hier, dass Lotus da echt ein Augenmerk drauf gelegt hat, das Auto so straff wie möglich abzustimmen. Braucht es das? Ich glaube nicht, denn das Auto, und das sagt Lotus selbst, das Auto zielt ab auf die AAA. Ärzte, Anwälte und Architekten. Also wohlhabende Kunden, die Wert auf Individualität legen und ein Auto wollen, was eben nicht jeder hat. Und da liegt der Lotus Eletre schon ziemlich richtig. Was mir wirklich gut auffällt, ist, ich bin jetzt seit 10 Minuten hinterm Lenkrad des Eletre und ich habe das Gefühl, ich kenne das Auto und ich weiß, wie das Auto zu bedienen ist. Das Lenkrad ist super intuitiv mit diesen echten, physischen Tasten links und rechts, die Schaltwippen eben links für Rekuperationssteuerung, rechts für Fahrmodus. Das ist easy, das ist nice. Wenn wir über reelle Reichweite sprechen, schauen wir nochmal ganz genau drauf. Wir haben jetzt einen Ladestand von 83% und eine Reichweite von 413 Kilometer. Und ganz ehrlich, das passt absolut. Denn ja, das Auto ist nicht leading in Reichweite, es soll eben führend sein in Sachen Fahrerlebnis. Dafür muss ich es nochmal ausführlicher testen, da bin ich ganz ehrlich. Aber der erste Eindruck ist wirklich gut. Weil du hast im Eletre
auch in der vielleicht eher unsportlicheren Variante schon wirklich das Gefühl, dass du im Auto sitzt und nicht am Auto. Und genau das ist mir immer sehr wichtig. Ich hasse es, entkoppelt zu sein vom Fahrerlebnis. Ich liebe es, involved zu sein in das Ganze. Und ja, das gefällt mir wirklich gut. Und ich sag's nochmal, wir sprechen hier einem Full-Size Familien-SUV. Hinter mir ist jede Menge Platz. Es ist unglaublich. Der Kofferraum ist riesengroß. Der Fahrkomfort ist großartig. Also ich habe das Gefühl, ja, dass dieses Auto ein echter Anwärter sein kann als Elektro-SUV für eben diese wohlhabenden Individualisten. Ich rede von Polestar 3, der über 100.000 Euro kostet. Ich rede vom nächsten Elektro-Cayenne, der jetzt bald auf den Markt kommt. Das sind alles hochpreisige Elektro-SUVs und der Markt für die Autos ist nicht sonderlich groß. Aber ich glaube, da kann der Eletre mehr mitmischen. Und Gavin hat ja vorher so schön gesagt, er möchte, dass Lotus relevant bleibt, dass Lotus sichtbar ist. Und ich glaube, da gibt es noch Luft nach oben. Aber all in all, das ist ein Auto, das man sich anschauen muss. Ja, das war schon ziemlich ordentlich. Und jetzt reden wir mal kurz über den jüngsten Lotus, den Lotus Emea. Lotus sagt, das Auto hinter mir ist ein Hyper GT. Das heißt, ein Sportwagen mit 4 Türen, der ziemlich groß ist und dementsprechend auch schwer. Aber es soll halt in der Kategorie von Mercedes-Benz EQS, BMW i5, you name it, soll es einfach das sportliche Derivat sein. Und es sieht vielleicht nicht so aus, aber ein Blick auf die Bremsen sagt schon mal, da wird nicht gespart. Das heißt, okay, das Ding hat Leistung. Hier reden wir vom Lotus Emea 600 Sport. Das war der Eletre 900 Carbon Sport und das ist der 600er. Das heißt, wir haben eine Leistung von 600 PS und das Auto ist eben eine halbe Generation jünger als der Eletre. Das heißt, der Akku ist zwar kleiner, aber dafür dichter und somit ist eine Reichweite von über 550 Kilometern möglich. Aber noch beeindruckender finde ich die Ladepower im Emea. Denn das Ding kann mit maximal 420 kW laden. Und dann reden wir von einer 10 auf 80% Ladedauer von ca. 15 bis 20 Minuten. Und das ist dann schon echt richtig stark. Aber nochmal zurück zum Design. Wie uns ein Lotus-Ingenieur erklärt hat, zeichnet vor allem die recht steile Windschutzscheibe, die schräge Windschutzscheibe einen Lotus aus. Und das verwandelt auch diese Limousine, dieses 4-türige Hyper GT Auto in fast schon einen Kampfjet. Du hast hier dennoch wirklich ziemlich viel Platz. Ich steige jetzt mal hinten ein mit 2 Metern Größe. Das ist ehrlich beeindruckend. Knee Room extrem gut, Kopffreiheit ist auch echt ordentlich, aber natürlich, soll man das auch erwarten. Das Auto ist fast 5 Meter lang, Hyper GT, ein richtiger Bomber. Am Heck sieht man das typische Lotus-Heck mittlerweile, das heißt wahnsinnig große Luftdurchlässe, das heißt Wind Curtains, Air Curtains, sorry. Turbulente Luft vom Reifen will man aus dem Auto raus haben. Das heißt, hier ist eine Öffnung, Luft geht durch, Reichweite wird größer. Simple Mathematik. Eine super beeindruckende LED-Leiste am Heck. Und ich sag's euch, das macht schon wirklich was her, wenn so ein Auto, egal ob Eletre oder Emea, vor einen fährt. Das kann schon was. Das sieht gut aus, schöne Proportionen, riesige 22 oder sogar 23 Zoll Felgen. Müssen wir jetzt lügen? Nee, sogar nur 21 Zoll. Aber ordentliche Reifen, das sieht nach was aus. Und auch hier steigen wir mal ein. Was wir merken ist, das Auto hat echte Seitenspiegel, vermutlich sogar meine Wahl. Und auch hier
der Innenraum aus dem Eletre, mehr oder weniger. Starten wir beim Lenkrad. Eine ja, nicht ganz runde Form, ja, finde ich jetzt nicht ganz optimal, aber das Lenkrad ist richtig hochwertig. Perforiertes Leder innen, im Eletre Alcantara, hier Leder außen. Interessant sind die Schaltwippen in diesem Fall. Hier links oben ist die Rekuperation oder wird die Rekuperation stärker, links unten wird sie schwächer bis zum absoluten Nullmodus. Und rechts geht es um die Fahrmodi. Ist auch ganz cool, denn Eletre und Emeya haben beide Luftfahrwerk. Das heißt, der Fahrmodus reagiert sofort, die Federung reagiert sofort auf den Fahrmodus und hebt den Eletre oder auch den Emeya an oder senkt ihn ab. Also die meinen es schon wirklich ernst mit Sportlichkeit. Man merkt auch hier, die Sitze sind eigentlich ganz schön und gut gelöst und die Sitze machen sich enger im Sportmodus und werden komfortabler in den Fahrmodi Tour und individuell. Ja. Hier ist das Auto auf Italienisch, ja, wir sind in Mailand, aber ich finde, ja, auf den ersten Blick ist die Menüführung auch ganz gut gelöst. Du kannst hier die Temperatur manuell steuern, das finde ich super wichtig. Einfach ohne lang herumtippen hast du die wichtigsten Klimafunktionen sofort griffbereit. In Wahrheit fährst du immer auf Klimaautomatik und hier adjustierst du deine Temperatur, wie du es möchtest. Das Handschuhfach ist wie bei einem Range Rover elektrisch, finde ich ganz nice, aber besser wäre es natürlich manuell. Und hier zurück, die 3D-Ansicht wirkt ganz schön, ganz flüssig und die Reichweite hier, muss man schon sagen, ist mit 400 Kilometern oder 440 Kilometern hier reell jetzt nicht weltbewegend. Aber wie gesagt, wir sprechen hier, oder Lotus spricht hier trotzdem von einer Art Sportwagen. Und ihr kennt meinen Ansatz hier mittlerweile schon. Der durchschnittliche Österreicher und Deutsche fährt am Tag 40 Kilometer. Das heißt, auch hier wären es 10 Tage ohne Laden. Und wie ich vorher schon erwähnt habe, wenn es dann soweit ist und der Lotus leer ist, dann lädt das Ding ja ultra schnell. Mit über 400 Kilowattstunden ist das eine absolute Benchmark. Ja, was gibt es noch zu sagen? Lenkrad toll, Displays richtig cool, Materialien fabelhaft, Geschwindigkeit super. Ja, ich würde sagen, jetzt geht's los. Jetzt haben wir auch mal den Emeya 600 Sport. Und hier merkt man sofort, warum flache Autos einfach noch ein Ticken besser sind. Diese leichte Beheblichkeit, die der Eletre im Normalmodus hatte, hat er überhaupt nicht. Du merkst, flachere Bauweise, kürzerer Federweg. Das Auto fährt im Tourmodus schon wunderbar gleichmäßig an und ja, das Auto will gegen Porsche Taycan und Co. konkurrieren und so funktioniert das auf jeden Fall. Alles Alcantara, Dashboard Leder, Infotainment ist überall gleich, das haben wir vorher schon durchbesprochen. Lenkrad toll, so macht das echt was her. Und jetzt gehen wir auf Sport und was hier die 612 PS leisten, ja, crazy. Also crazy schnell, aber das ist auch ein Tesla. Crazy schnell ist auch ein Kia EV6 GT. Eine schnelle Beschleunigung ist kein Kriterium mehr für ein Elektroauto, denn das ist eigentlich mittlerweile Standard. Was man auch sofort merkt, ist diese gesamte Anmutung und das Gefühl, was einen der Emeya GT gibt. Und das ist wirklich geil, weil alles passt so hervorragend zusammen. Der Eletre war für mich am ersten Blick etwas alibi-sportlich. Ja, er ist sehr direkt im Sportmodus, aber ansonsten halt ein großes, schweres, hohes SUV. Das Luftfahrwerk funktioniert auch sehr gut, aber man merkt, Sportlichkeit kommt hier einfach viel besser rüber. Und eben auch ein erhöhter Komfort aufgrund dessen, dass das Auto einfach genau das macht.
was es machen soll. Das heißt, bequem und sportlich fahren. Aber auch hier reden wir von einem über 100.000 Euro Auto. Und wie ihr vermutlich alle wisst, haben es Elektroautos am aktuellen Markt jetzt nicht sonderlich leicht. Und gerade je teurer das Elektroauto wird, desto schwieriger wird es. In der ersten Hand, als Neuwagen, aber auch am Gebrauchtwagenmarkt. Selbst Lotus sagt, okay, wir gehen etwas zurück und kündigen Plug-in-Hybride an. Das heißt, die nächsten Modelle, die Lotus auf die Straße bringt, werden Hybride sein. In welcher Form, in welchem Ausmaß, keine Ahnung, das sagt mir hier keiner. Aber es heißt, dass der Markt entschieden hat. Und der Markt ist in diesem Premium-Segment einfach noch nicht bereit für 100% Elektromobilität. It is what it is. Das sagt die Brand selbst. Warum sollen wir Autos bauen, die keiner kauft? Die Verkaufszahlen von Lotus sind heuer nicht überragend. Obwohl das Produkt absolute Spitze ist. Aber ja, das beste Produkt bringt halt eben nichts ohne Käufer. Und deswegen springen wir jetzt endlich zum Emira. Den vermutlich letzten echten Lotus mit unverkennbarer Design- und Technologie-DNA. Und auf den freue ich mich schon am allermeisten. So, wir hatten Lotus Eletre und Lotus Emeya. Ja, beides wirklich beeindruckende Elektroautos. Zwar auch mit stolzem Preis, aber das kann schon wirklich was. Und jetzt stehen wir vom vermutlich letzten echten Lotus, den Lotus Emira. Und deswegen switchen wir kurz zu Englisch, denn das ist Gavin. Gavin ist seit 36 to 37 years. 37 years. 37 years at Lotus, and he basically knows these cars as good as no other. What's your job exactly? What did you do? And how did you shape the cars we're looking at? So, as you say, 37 years at Lotus, from an apprentice through to racing them. But yeah, my job is attributes director in motorsport. So attribute is the way the Lotus feels. We talk about this word DNA, but what does that actually mean? So it's my job to try and put on paper what that means as a business. What do we want to be? Be it a racing car, what does that car have to deliver, or a road car, or a lifestyle vehicle? How can you really compare an Eletre, which basically is the top-end spectrum, a heavy electric performance SUV, with this one, which is basically, as you say, Lotus at its core? Yeah, so with the Emira, it's what we call quite a passive car. So it doesn't have active roll control, active damping, it has downforce but not DRS and things like this. And this is because we only add one passenger normally. It's already had a driver. It's if it's a go-kart, but it feels small, it's compact. When you look out of it, you can see the body, so you can go down a tight road and really place the car. And you told me that earlier off camera that you could have fitted bigger wheels, but you decided against it. Yeah, the car for us needs to be a whole package. Yeah. So the speed at what it brakes at, accelerates at, and the grip that it has. We could put super wide, even stickier tyres on this, and it would just have lots of grip, but perhaps that wouldn't match the acceleration. Okay, yeah. We could put much bigger brakes on it, carbon brakes, and then it would just be famous for stopping. Okay. We want our cars to be famous for all of the things that it does, including the design and the aerodynamics, not just one thing. It shouldn't just be what we call in England a one-trick pony. So it should be about the whole thing and the whole experience. And that's the same when we move over to the Electras and the Emea, is we have active roll control. There's an active car. It's an active car, so rear steer, so things like this. So we could tune that car to be very, very understeery if you wanted it to. We could tune it to be oversteery, so it could drift. So it's actually our job to tune that the way that the sports car feels. So it feels agile, but confidence inspiring, stable at high speed. And again, that balance of brakes, grip, and acceleration. There are a lot of cool variants of the Emira. Basically, it's available with a hybrid. No, so it was launched as a V6. V6, yes. With the Toyota V6 in it, 3.5 litres, 400 horsepower.
and that came with a straight or a 6-speed manual or auto. And then later we launched with the AMG 4-cylinder engine, so turbocharged at 360 and then 400 horsepower, and that's linked to the AMG DCT gearbox. Okay. So really the variants are around about the engine and gearbox, and then we have 2 chassis variants. One called Tour, so it has a more of a all-season Goodyear tyre bespoke to Lotus, and slightly softer suspension if you're doing lots and lots of road miles, or a sports version that has a Michelin Cup 2, very slightly stiffer spring, damper, and slightly more aggression. Which variant would you choose? AMG 4-cylinder engine or a V6 manual? What would you do? I really like the AMG for its usability, the absolute bags of torque, and then nearly seamless gear shifts. Yeah, of course, DCT. Yeah. DCT. Dual clutch. And then there's days where you want to go out and hear a V6 Yes, of howling course. around a circuit with an LSD, but they're both designed to have fun. You can drift them, you can play with them, they have full stability control. So really, it's how the customer's going to use their car, you know. And You give them an option. you give them an option. And 2 last questions I'm really keen on. First of all is, are you still proud for working at Lotus? What do you do? For 37 years, you shape cars like the Lotus Esprit, V8, the Lotus Elise. You tested and partially designed, as what it is, the cars that made the Lotus brand at what it is. And now it is partially Chinese owned. It is, and mainly, at least for 2/3, an electric car company. What do you think of that? There's not a day go by that I'm not proud to work at Lotus, but also when people say, well, what's your favorite car? You know, and I've been lucky enough, as I said, to drive Jim Clark's Type 25 or Emerson Fittipaldi 72, which, you know, are dreams. You know, as a kid, I had a model car. But then to be able to drive an Avaya at Nürburgring or drive it around Hethel, and Hethel is quite a small circuit, our own circuit, and we hit 200 miles per hour twice. 200 That's miles. never been even thought of before, even with Formula One cars. To then having something, you know, the EMEA, you know, I've got a family now, I've got 2 children. I could never take all of the family out in a Lotus. Yeah, that's Yeah, true. and they sit there and they play with the Dolby Atmos and things like this, and they're impressed at Lotus at all different levels. So no, for me, it's every Lotus has added something to the portfolio. Okay. And you know, I own an Elise S1. I've got an Esprit. I drive these. You know, I have I'm just every day I want to be in a Lotus and nothing else. And then the question, I really try to make a series out of it. I want to ask the people that shape the industry on what's next. So what's next for Lotus? What to expect? I think for us it's making sure we're relevant. That you can't just forge a direction, because as engineers we can think what the next trend is or what the next customer wants. So for us it's really important to know what the next Lotus owner is going to want, what the next dealer is going to want to sell, and that's the type of thing. If speeding is going to become impossible to do, people shouldn't speed, and safety and things like this, having that fun at low speed, and that a car that's stunning to look at but super efficient. On the 4-cylinder we talk in miles per gallon, but the car is would deliver 35, 40 mpg on a journey, so it's super efficient. And that's what as an owner we have to be, and as a development company we have to be really relevant. But there was a big buzzword in the Lotus strategy now is hybrid. Yep. What's on the pipeline? What's the approach? Is it like range extender things like other companies? Is it like performance hybrid, as for example Lamborghini is doing? Tell us at least what approximately we can. Obviously I can't tell you secrets, Yes. but we know that the customer is demanding, in certain models, that uniqueness of a hybrid system. Yeah. So as I said, if we're going to be relevant and we're going to sell and we're going to have cars, then it's something that we should embrace. And in our earnings reviews, our CEO, the shareholders have talked about us being relevant and having that technology. So look out. We'll always be relevant. And I said this before, is Colin Chapman was famous for, we've never been famous for just a powertrain. We're not Lamborghini or Ferrari or things like this. Chapman would put
the right engine in the back of a Lotus, be it a 4-cylinder, an 8-cylinder, a helicopter or jet, as long as it was the correct engine, and the DFV in the Formula One cars was the right engine for a Lotus. And I think we'll always do that our powertrains will always be the right powertrain for the customer and for a Lotus. And will such beautiful shapes remain at Lotus for the next years to come? Oh, 100%, 100%. You know, for us, people, Russell and Ben talk about you have to make somebody's wallet jump out of their pocket. And that has to happen before they drive it. You know, great steering, great ride, brakes, performance. You have to have something that's visually stunning. And we always say that, you know, our cars, there's a lineage between the Avaya all the way through, but they have to look stunning. They have to look beautiful. What's your favorite angle on the Emira? The Emira, I really like the low down front 3/4, but the rear's aggressive. And the same with the Electras and the Mayas. You know, it's a car, especially with the Avaya, you walk around it and you see something catches your eye every day. It's not just you look at it and it's done. Next week you will look around the Avaya or this or the Maya and go, wow, I never knew it had this, or I never knew the air went through there. The design is fantastic and nobody can tell anything otherwise. So, thank you so much for your time. Anything else you want to share with me about this specific car? No, for us I think that people should go and drive a Lotus. You know, we've been a secret for too long. That people, because of our racing pedigree, they think that perhaps we're going to be too racy, too aggressive for them, too difficult to get in and out. There is no reason why any of our 4-car garage can't be driven every day on the road in all weather conditions. And I think if people go and actually experience a Lotus, they'll understand what all of the hype has been for the last 70 plus years. Man, thank you. I can't wait to try it. Okay, pleasure. Thank you, Kevin. Thank you. What a pleasure. So, das Gespräch mit Gavin, eine Lotus-Legende seit 37 Jahren. Wir haben Untertitel eingeblendet, aber nochmal als Kurzfassung. Der Typ hat Formel 1 Autos mitdesignt. Der ist über 80% aller Lotus-Modelle gefahren und hat sie abgenommen. Und der weiß, wovon er spricht. Und er hat zum Schluss gesagt, ja, ein Lotus muss man fahren, um es zu testen und um den Hype zu verstehen oder die Geschichte zu verstehen. Und jetzt wird es Zeit auf den Moment, auf den ich mich am meisten gefreut habe. Ich fahre Lotus Emira. Und das ist sie, der Lotus Emira. Mehr Lotus geht kaum. Und dass solche Autos 2025 noch gebaut werden, ist einfach genial. Wir haben es vorher schon gehört, das Auto gibt es mit V6 und eben hier auch mit AMG 4-Zylinder. Und 4-Zylinder, ja, klingt auf den ersten Blick nicht nach sonderlich viel Fahrspaß, aber glaubt es mir, das ist der Turbo-Punch und diese agile Drehfreude, die diesen Lotus einfach geil macht. Aber das Beste ist das, was uns schon Gavin gesagt hat. Das Auto ist eben genau dieses geile Gesamtpaket. Das ist unglaublich. Wir fahren jetzt am Nuvolari Circuit in das S rein, gehen raus auf den Curb. Du hast eine so tolle Lenkung. Nichts ist synthetisch. Du weißt genau, wo du das Fahrzeug positionierst. Jetzt mit Doppelkupplungsgetriebe kann ich schalten, wann und wo ich will. Absolut nahtlos, das ist einfach geil. Und zu diesem Gesamtpaket gehört auch das Gewicht dazu. Wir haben hier wahrscheinlich rund um 1300 Kilo und das ist in der heutigen Zeit fast schon ein Einhorn. Wahnsinn, wie geil ist das? Hinter dir ein paar Zentimeter arbeitet dieser AMG 4-Zylinder Motor und auch wenn er im C63 oder im A45 vielleicht etwas schlecht zum Vorschein kommt, hier macht das Ganze wirklich Sinn. Weil er merkt, dafür ist das Auto gebaut. Gavin hat zu uns gesagt,
ein Lotus ist da, um zu fahren. Das heißt, ich verabschiede mich von euch und drehe noch ein paar Runden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.